Du magst blumige Düfte und sagst jetzt aber, boah, im Sommer sind mir die einfach zu schwer. Keine Sorge, ich habe heute Düfte mit dabei, die perfekt auch in den Sommer passen. Düfte, die eben blumig frisch sind und die wirklich eine tolle Haltbarkeit haben. Vielleicht habe ich auch für dich den perfekten Duft mit dabei. Der allererste Duft, den ich dabei habe, ist von Lunio, der Neroli Nostrum. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler Duft, den ich ehrlicherweise eigentlich noch nie in einem Video mit dabei habe. Und ich frage mich, warum eigentlich, weil es ist wirklich ein cooler Duft. Der Duft startet wirklich schön erfrischend. Wir haben hier Bergamotte, wir haben hier Ingwer, das heißt, wir haben was leicht Scharfes auch mit drin und eben Petitgrain, das ist eine tolle Kombination. Wir haben eben was Erfrischendes, Zitrisches, leicht Bitteres, leicht Scharfes und dann kommt schon relativ schnell die weißen Blüten mit rein. Tuberose und Neroli, die schon auch wahrnehmbar sind, aber es ist ganz toll. Und der besondere Twist an diesem Duft ist eine Feige, die auf jeden Fall auch rauszuriechen ist. Wir bekommen was leicht Fruchtiges und dann im Duftverlauf kommt relativ schnell so eine trockene Basis durch Hölzer mit rein. Der ist erst so ein bisschen balsamisch-cremig und im Verlauf wird er so ein bisschen trockener. Es ist für mich ein wirklich heller Duft. Ein blumiger Duft eben mit einer schönen holzigen Note. Richtig guter Alltagsduft, also da gibt es überhaupt gar keine Einschränkung. Den kannst du überall hin tragen. Du wirst jetzt, wenn du abends mit dem Duft ausgehst, auf jeden Fall nicht auffallen. Das sollte dir bewusst sein. Das ist so ein Duft, den trägst du auf und du fühlst dich einfach wohl damit. Und tatsächlich, durch diese holzigen Noten, die da mit reinkommen, kann das definitiv ein Unisex-Duft sein. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass den auch Männer tragen. Man denkt ja immer so, vielleicht auch so Weißblütler, eher frauenlastig. Ich finde aber, dadurch, dass der Duft eben, wie gesagt, diese Hölzer nochmal mit reingibt, kann der auch für Männer funktionieren. Also give it a try. Beim nächsten Duft hingegen würde ich sagen, liebe Männer, überlasst solche Düfte einfach auch mal den Frauen. Und zwar ist es der Valaya von Parfums de Marly. Schon mal ein kleiner Spoiler vorweg. Der Neroli Nostrum, der hat wirklich eine angenehme Sillage und eine angenehme Haltbarkeit. Der Valaya, der hat ordentlich Bums, aber du kannst ihn trotzdem auch im Sommer tragen. Aber auch hier schon mal vorweg, einfach ein bisschen sparsam auftragen. Das ist ein blumiger Duft, der aber auch fruchtige Komponenten mit drin hat. Ich rieche es gerade schon im ersten Riechen. Krasser Pfirsich, der da rauskommt. Wir haben eben einen fruchtigen Auftakt. Wir haben weißen Pfirsich, Bergamotte und Mandarine. Der ist fruchtig, der ist auf jeden Fall schon süß. Der hat auch mehr Power als der Neroli Nostrum. Der Neroli Nostrum ist für mich so ein bisschen ein transparent weißer Duft. Und ja, der Valaya ist für mich auch ein weißer Duft, aber mehr gefüllt. Also es ist ein fülligerer Duft, der hat auf jeden Fall mehr Körper. Der bekommt eine Orangenblüte mit rein, die definitiv auch wahrnehmbar ist, aber auch dadurch wird eben dieser fruchtige Touch auf jeden Fall behalten. Es erinnert so ein bisschen auch an frische Wäsche, an ein schönes weißes Gewand, getrocknet an einem heißen Sommertag, aus der Wäsche rauskommend, ganz frisch. Ein wirklich toller Duft, eben weißer Wäscheduft, frisch gewaschener Duft in Kombination mit fruchtigen Nuancen. Also Valaya für mich wirklich ein All-Time-Favorite, aber eben, wie gesagt, gerade an warmen Tagen einfach ein bisschen dezenter auftragen. Ganz frisch reingekommen und ich habe ihn noch nicht gerochen, dachte mir aber, dass er von den Duftnoten, die er drin hat, wirklich gut in das Video passen könnte. Ich hoffe, das ist so, ansonsten entschuldigt's. Von Inuit Nomad, der Love at First Sight, den haben wir ganz neu bei uns im Portfolio. Ich bin mega gespannt. Ich freue mich riesig, dass wir den aufgenommen haben. Ein paar von euch haben danach auch schon gefragt. Jetzt kann ich sagen, endlich ist er da. Jetzt riechen wir den mal. Oh mein Gott, krass. Ein schöner Fliederduft. Also Flieder, finde ich, kommt da im ersten Riechen wirklich raus. Schön blumig. Also definitiv ein Duft für alle Fliederliebhaberinnen da draußen. Der ist auf jeden Fall schon krass wahrnehmbar am Anfang. Der wird aber auf jeden Fall ein bisschen frischer. Wir haben hier aber auch Passionsfrucht mit drin. Das heißt, wir haben was leicht Saftiges auch so mit drin. Ja, der wird jetzt so langsam im Verlauf heller, ein bisschen transparenter. Aber Flieder auf jeden Fall die ganze Zeit wahrnehmbar. Der hat schon auch Power. Würde ich jetzt auch mal sagen, eher ein Duft für Frauen. Für Männern weiß jetzt nicht, ob ihr so dieses liebliche, Fliedermäßige haben möchtet, aber auf jeden Fall ein Duft, der für mich schon auch in den warmen Jahreszeiten passt. Das Besondere an dem Duft ist vielleicht auch, dass wir eben so leicht grüne Noten auf jeden Fall mit reinbekommen, ohne dass der Duft jetzt, also nicht falsch verstehen, nicht komplett in eine grüne Richtung
driftet, aber die geben einfach so einen besonderen Twist nochmal mit rein. Also ja, könnte ich mir gut vorstellen. Wer eher so dieses blumig-synthetische mag, ist vielleicht bei dem nächsten Duft ganz gut aufgehoben. Und zwar ist es von Etat Libre, der Exit the King. Hatten wir auch schon mal in mehreren Videos mit dabei als Duftempfehlungen. Für mich wirklich ein sehr, sehr cooler Duft, der eben auch richtig gut in den warmen Jahreszeiten funktioniert. Mit einer besonderen Blume mit drin, und zwar Rose. Das Besondere auch hier, wir haben schon in der Eröffnung sowas Aldehüdiges mit drin. So ein bisschen seifig, waschmittelmäßig. Also der hat auf jeden Fall auch einen sauberen Touch. Auch das für mich ein eher hellerer Duft. Wenn man auch mal so überlegt, also jetzt so einen klassischen Rosenduft oder einen Duft, wo keine Ahnung wie viele unterschiedliche Blüten mit drin sind, fände ich auch ein bisschen schwer. Hier bei dem Exit the King finde ich aber diese Kombination aus diesem weißen, seifigen, aldehüdigen und trotzdem einer schönen roten Rose, die trotzdem mit rauskommt, aber eben durch diese fluffmachenden Komponenten, nenne ich es jetzt mal, trotzdem insoweit abgeschwächt wird, als dass der Duft sich perfekt auch für den Alltag im Sommer eignet. Er hat auf jeden Fall was Synthetisches, eben vielleicht auch durch die Aldehyde. Das muss man mögen. Ich mag es total gerne. Ich fühle mich bei dem Duft, wenn ich den auftrage, wirklich pudelwohl, und er hat eine tolle Entwicklung. Für mich ist der Exit the King wirklich ein super moderner Duft. Ich finde, es ist ein Duft, der passt sowohl zu jungen Menschen, aber auch zu älteren Menschen. Hat wirklich eine angenehme, gute Sillage und eine tolle Haltbarkeit. Also ich muss sagen, mit dem Exit the King von Etat Libre, da kann man sich schon in richtig schöne, blumige Gefilde vortrauen, auch in den warmen Jahreszeiten. Ein kleines Haltbarkeitsbiest ist auf jeden Fall auch der Argento von Xerjoff, den ich dabei habe. Ja, Xerjoff darf auch in der Reihe nicht fehlen, hat einfach Düfte mit einer bombastischen Haltbarkeit und der Argento gehört da auf jeden Fall auch dazu. Ich sprühe mir echt meinen ganzen Finger voll. Ihr wisst nicht, wie ich danach nach so einem Video nach Duft rieche. Also ich bin da echt eine riesen Duftwolke. Aber genug. Zurück zum Duft. Was an diesem Duft besonders ist, einfach diese fruchtige Ananas, die am Anfang da ist, aber trotzdem, auch wenn man sich die Farbe von dem Flakon angeschaut hat, diese lilanen Blüten kommen auch schon im ersten Riechen raus. Wirklich ein toller, toller Blumenduft in Kombination eben aus Iris, Hyazinthe und dann eben auch einer Jasmin nochmal mit rein. Und im besonderen Twist mit Pfeffer, der ist jetzt nicht mega präsent. Ich finde aber, dadurch wird der Duft nicht irgendwie schwülstig oder zu krass, sondern der behält eben was Interessantes und was leicht Prickelndes und eben was leicht Frisches, auch wenn das vielleicht so ein bisschen im Gegensatz zu Xerjoff steht. Ich finde trotzdem, der Duft hat so einen frischen Vibe, sodass der auch wirklich gut für den Sommer funktioniert. Schön finde ich hier, dass die Ananas nicht ganz so süß ist. Also der Duft wird dadurch nicht penetrant und ich finde, der hat auch keinen synthetischen Touch, was ja oftmals bei so Düften mit tropischen Früchten vor allem passieren kann. Bei dem Duft nicht. Und auch hier kommt im Verlauf dann auf jeden Fall was leicht Holziges nochmal mit rein. Es ist für mich schon fast ein bisschen ein eleganter Duft. Ein Duft, den man theoretisch überall hin tragen kann, aber auch hier einfach vorsichtig sein, was die Menge an Duft, die du aufträgst, angeht. Ich würde sagen, Argento ist auf jeden Fall ein Unisex-Duft. Ich habe auch schon öfters gehört, dass Männer den auch gerne tragen. Ich finde, der passt auch super zu Frauen. Insofern, hier sind definitiv keine Einschränkungen zu machen. Und damit du auch einen von diesen Düften auf jeden Fall ausprobieren kannst, mache ich auch dieses Mal ein Gewinnspiel. Lass mich in den Kommentaren wissen, welchen der Düfte du gerne ausprobieren möchtest und ob du schon einen blumigen Favoriten hast für deinen Sommer, vielleicht auch aus deiner eigenen Parfumsammlung. Was du dafür tun musst, einfach den Kanal abonnieren, den Kommentar unter das Video schreiben, Daumen hoch lassen und dann kann ich einfach nur noch sagen, viel, viel Glück. Wir kommen zu einem Duft, der schon, ja, sehr treffend im Namen ist. Der heißt Arme Blanche. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da eine Reihe an Weißblütler mit drin sind, die nur darauf warten, von euch getragen zu werden. Ich liebe Weißblütler, von dem her, das ist definitiv ein Duft, den ich sehr, sehr gerne mag. Ich war, als ich den das erste Mal gerochen habe, echt überzeugt. Dachte mir so, ja, der könnte wirklich passen. Wir haben hier Neroli, Tuberose, Orangeblüte und Jasmin. Also ja, wir haben eine kleine Armada an Weißblütlern. Das heißt, man muss Weißblütler-Fan sein. Ich finde diesen Duft wahnsinnig schön. Und ja, ich finde, der erinnert schon auch so ein bisschen an frische Wäsche oder auch Weichspüler, hat jetzt aber nicht so dieses klassisch Aldehüdige mit drin. Aber ja, so einen frischen Vibe, frisch gewaschen, das kommt auf jeden Fall mit raus. Und im Verlauf was leicht
Holziges mit Sandelholz. Also ich finde, das ist wirklich ein total unkompliziert zu tragender Duft. Für mich definitiv weiblich. Also sehe ich nicht an Männern, kann ich mir wirklich sehr gut an Frauen vorstellen. Vielleicht habt ihr jetzt auch gedacht, boah Lisa, da sind so viele Weißblüte mit drin, wie kann der frisch sein? Aber ich finde wirklich, der Duft hat es geschafft, dass der Duft, obwohl er so einen cremigen Touch bekommt, wirklich an Frische behält. Ja, haben sie toll gemacht, haben sie wirklich toll gemacht. Da ist wirklich was Weißes, was in meinen Kopf kommt und was leicht hellblaues, wie auch immer sie das geschafft haben. Es ist wirklich ein richtig, richtig cooler Alltagsbegleiter. Den 1A 33 von Schwarzlose Berlin hatte ich noch nie mit dabei. Und ich muss auch sagen, wie bei dem Love at First Sight, ich habe ihn extra noch nicht gerochen davor. Aber rein von dem, was so in dem Duft mit drin ist und von dem, was meine Kollegen gesagt haben, könnte der Duft hier perfekt reinpassen. Ich bin mega gespannt. Fruchtiger, mandariniger Start, schön mit Pfeffer unterlegt, also fruchtig, frisch, pfeffrig. Das ist wirklich ein sehr, sehr besonderer, cooler Start. Dann kommt Lindenblüte und Jasmin und Magnolie mit rein. Das ist für mich ein zarter Duft, der aber trotzdem durch diesen Pfeffer so ein bisschen Power mit drin hat. Wirklich toll. Also ich weiß nicht, warum ich den davor nicht gerochen habe. Ich habe Schwarzlose Berlin immer so mit richtig dunklen Lederdüften verbunden. Haben sie auch, aber der, cool. Wirklich cooler Duft, schön blumig, frisch, eben mit einer leicht fruchtigen Süße, ohne dass es zu übertrieben ist. Mit dem besonderen Twist eben durch den Pfeffer, finde ich cool. Und auch hier leicht holzige Basis, für mich auch ein Unisex-Duft. Auch im nächsten Duft haben wir was Fruchtiges mit drin zum Start, und zwar ist es der Nan von Laboratorio Olfativo. Wir haben hier aber keine Mandarine, sondern eine Birne mit drin. Das ist ein cremiger Start für mich, muss ich auch an Sonne denken. Cremig, leicht zitrisch, aber auch schon im ersten Riechen Weißblütler auf jeden Fall wahrzunehmen. Schön cremig vermischt mit was leicht erfrischend Fruchtigem. Ich muss jetzt sagen, die Birne rieche ich nicht so krass 1:1 raus, aber man riecht schon, dass da was Fruchtiges mit drin ist. Der Duft ist wirklich sehr zart. Auch hier weiße Assoziationen, die mir in den Kopf kommen. Auch eben was leicht solar, cremiges, was ich da so ein bisschen wahrnehme, aber trotzdem, obwohl er eben was cremiges hat, perfekt trotzdem zu tragen, auch im Sommer. Für mich aber definitiv feminin. Also das ist ein bisschen verspielter Duft für mich. Der hat aber auch auf jeden Fall einen synthetischen Touch. Mich persönlich stört es hier jetzt nicht. Geht auch eher so ein bisschen in eine Weichspülerrichtung. Für meine Nase aber wirklich schön und zart wahrnehmbar. Von der Sillage her nicht so aufdringlich. Also einer von denen in der Reihe, der vielleicht auch mit dem Neroli Nostrum so ein bisschen zurückhaltender ist. Nichtsdestotrotz wirklich schön zu riechen. Lohnt sich auf jeden Fall mal, den auszuprobieren. Ich hoffe, dass ich auch für dich einen Duft dabei habe, wo du sagst, ja, der Duft darf mich begleiten, gerade jetzt in der warmen Jahreszeit. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Bis ganz bald. Ciao!